Der Mindestzins beim Ratenkredit der Postbank ist im Vergleich mit den Krediten anderer Banken extrem niedrig. Außerdem bietet er einen Vorteil, den du bei vielen anderen nicht bekommst. Aber wie gut ist der Postbankkredit wirklich? In diesem Video zeige ich dir alle wichtigen Konditionen, die Vorteile, aber auch die Nachteile. Am Ende des Videos sage ich dir, ob sich der Kredit lohnt und welche Alternativen günstiger sein könnten. Los geht's! Die Konditionen des Postbankkredits. Welche Kreditsummen und Laufzeiten sind möglich? Beim Postbankkredit liegt die minimale Kreditsumme bei 3.000 Euro. Maximal können bis zu 80.000 Euro aufgenommen werden. Die Laufzeit lässt sich flexibel zwischen 12 und 120 Monaten, also von 1 bis 10 Jahren wählen. Wie hoch sind die Zinsen? Die Zinshöhe beim Postbankkredit wird individuell anhand deiner Bonität festgelegt. Grundsätzlich gilt, je besser deine Kreditwürdigkeit, desto niedriger fällt der Zinssatz aus. Der effektive Jahreszins bewegt sich dabei in einer breiten Spanne von 3,25% bis 12,63% und der feste Sollzins liegt zwischen 3,2% und 11,96% pro Jahr. Im Vergleich zu vielen anderen Kreditangeboten ist diese Zinsspanne relativ groß, was einen direkten Vergleich auf den ersten Blick erschwert. Orientierung bietet das sogenannte repräsentative Beispiel nach § 17 Absatz 4 Preisangabenverordnung, das zeigt, zu welchen Konditionen die Mehrheit der Kunden den Kredit tatsächlich erhält. Beim Postbank-Online-Kredit bekommen mindestens 2/3 aller Kreditnehmer bei einer Nettokreditsumme von 10.000 Euro und einer Laufzeit von 62 Monaten einen effektiven Jahreszins von 8,71% sowie einen festen Sollzins von 8,38% per annum. In diesem Fall fallen 60 Monatsraten à 206 Euro an, was zu einer Gesamtrückzahlung von 12.359 Euro führt. Bearbeitungsgebühren werden für den Kredit nicht erhoben. Darlehensgeber ist die Postbank, eine Niederlassung der Deutsche Bank AG mit Sitz am Bundeskanzlerplatz 6 in 53113 Bonn. Der Zinssatz, den die Mehrheit der Kunden erhält, liegt damit auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Ich verlinke dir unter dem Video mal einen Kreditvergleichsrechner, mit dem du die Konditionen der Postbank direkt mit denen anderer Banken vergleichen kannst. Sind Sondertilgungen kostenlos möglich? Beim Postbankkredit hast du die Möglichkeit, jederzeit Sondertilgungen zu leisten, ganz ohne Vorfälligkeitsentschädigung. Dadurch wird die Laufzeit verkürzt und du zahlst insgesamt weniger Zinsen. Fällt bei vorzeitiger Rückzahlung des Kredites eine Vorfälligkeitsentschädigung an? Wenn du einen Kredit vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit vollständig zurückzahlst, dürfen Banken gesetzlich eine Vorfälligkeitsentschädigung von bis zu 1% der verbleibenden Restschuld verlangen. Liegt die Restlaufzeit unter 12 Monaten, sind maximal 0,5% zulässig. Beim Postbankkredit wird jedoch weder bei einer vorzeitigen Rückzahlung noch bei einer Kündigung des Darlehens eine Vorfälligkeitsentschädigung berechnet. Kann man den Kredit aufstocken? Ja, du kannst deinen bestehenden Kredit jederzeit aufstocken. Die Anpassung der Kreditsumme erfolgt schnell und unkompliziert direkt im Online-Banking. Kann man den Postbankkredit online beantragen? Der Postbankkredit kann außerdem vollständig online abgeschlossen werden. Beim digitalen Abschluss sind die Zinssätze in der Regel günstiger als bei einer Beantragung in der Filiale. Die Unterschrift erfolgt online in digitaler Form und alle erforderlichen Unterlagen stellst du der Bank bequem per Upload zur Verfügung. Dadurch kann der gesamte Kreditantrag papierlos abgewickelt werden. Alternativ hast du natürlich auch die Möglichkeit, die Unterlagen auszudrucken und klassisch per Post einzureichen. Können auch Selbstständige und Freiberufler den Postbank-Privatkredit beantragen? Der im Video vorgestellte Privatkredit direkt richtet sich ausschließlich an Arbeitnehmer, Beamte und Rentner. Bist du selbstständig oder freiberuflich tätig, bietet die Postbank mit dem Businesskredit eine passende Alternative. Dieser kann sowohl für geschäftliche als auch für private Zwecke genutzt werden. Wie lang ist die Bearbeitungsdauer bis zur Auszahlung? Hast du dein Gehaltskonto bei der Postbank, kann die Kreditentscheidung innerhalb von 24 Stunden erfolgen und der Kredit wird anschließend direkt ausgezahlt. Für Neukunden dauert die Kreditprüfung in der Regel bis zu 2 Banktage. Die Auszahlung erfolgt anschließend meist innerhalb weiterer 2 Banktage. Reichst du den Kreditantrag sowie die erforderlichen Unterlagen per Post statt online ein, verlängert sich die Bearbeitungszeit entsprechend um die Dauer des Postweges. Ist eine Ratenpause möglich? Ratenpausen sind beim Postbankkredit nicht vorgesehen. Solltest du Schwierigkeiten haben, deine monatlichen Raten zu begleichen, solltest du frühzeitig Kontakt mit der Bank aufnehmen, um mögliche individuelle Lösungen zu besprechen. Gibt es eine Restschuldversicherung bei der Postbank? Mit dem Postbank-Ratenschutz bietet die Postbank eine Restschuldversicherung, die den Kredit unter anderem bei Tod, Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit absichert. Die Vorteile des Postbankkredits. Es sind hohe Kreditsummen bis zu 80.000 Euro möglich, du kannst kostenlose Sondertilgungen leisten,
Du zahlst keine Vorfälligkeitsentschädigung bei vorzeitiger Rückzahlung oder Kündigung. Der Antrag ist komplett digital und papierlos möglich. Du kannst lange Laufzeiten von bis zu 10 Jahren wählen und eine Aufstockung des bestehenden Kredits ist über das Online-Banking unkompliziert möglich. Nachteile des Postbankkredits? Der repräsentative Zweidrittelzins liegt auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Voraussetzungen für den Postbankkredit. Um den Postbank-Privatkredit zu beantragen, musst du volljährig sein und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Zudem richtet sich der Kredit ausschließlich an Arbeiter, Angestellte, Beamte und Rentner. Selbstständige und Freiberufler können den Postbank-Privatkredit nicht in Anspruch nehmen. Welche Unterlagen und Dokumente werden benötigt? Für die Beantragung des Postbankkredits benötigst du folgende Unterlagen: Einkommensnachweise der letzten 2 Monate, Kontoauszüge des letzten Monats und einen gültigen Personalausweis oder Reisepass. Lohnt sich der Postbankkredit? Der Mindestzins des Postbankdarlehens ist zwar attraktiv, allerdings erhalten mindestens 2/3 aller Kunden einen Zinssatz, der nahezu 3-mal so hoch ausfällt und damit vergleichsweise teuer ist. Die Chancen stehen daher gut, dass du bei einem anderen Anbieter günstigere Konditionen findest. Ich empfehle dir, einen Blick in den Vergleichsrechner unter dem Video zu werfen. Dort kannst du den Postbankkredit direkt mit bis zu 20 Alternativen vergleichen. Hast du noch Fragen oder eine Idee für ein weiteres Video, dann schreib mir gern in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Like von dir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.